Wie kommt es, dass manche Insekten auf der Oberfläche eines Teiches laufen können, während man selbst schnell zu Boden sinkt? Und warum frieren Seen im Winter von oben nach unten zu? Kurz gesagt, die Antwort auf all diese Fragen ist Polarität. Wasser ist ein einfaches Molekül, das aus einem Sauerstoff und 2 Wasserstoffatomen besteht, aber es ist lebenswichtig. Tatsächlich macht Wasser etwa 60% des Körpergewichts eines erwachsenen Menschen aus. Die Polarität innerhalb dieser Wassermoleküle verleiht dieser gewöhnlichen Substanz ihre einzigartigen lebenswichtigen Eigenschaften. Polarität bezieht sich auf die ungleiche Verteilung der Elektronen im Molekül. Die Bindung zwischen dem Sauerstoffatom und den 2 Wasserstoffatomen in einem Wassermolekül ist wie ein Tauziehen zwischen einem großen, starken Footballspieler und einem niedlichen Kleinkind. Sauerstoff ist ein größeres Atom und hat mehr Protonen in seinem Kern als Wasserstoff. Diese positiven Ladungen sind wie die Muskelkraft eines Menschen. Sie können die negativ geladenen Elektronen anziehen, so wie eine starke Person in der Lage ist, eine schwächere beim Tauziehen zu schlagen. Sauerstoff kann also mehr als den ihm zustehenden Anteil an Elektronen anziehen. Da Wasserstoff kleiner ist und weniger Kraft bzw. weniger Protonen hat, verliert er das Tauziehen und zieht weniger Elektronen an, als ihm zustehen. Der Sauerstoff im Wasser verhält sich also so, als sei er negativ, und der Wasserstoff, als sei er positiv. Die Bindungen im Wassermolekül werden als polare kovalente Bindungen bezeichnet. Kovalent bedeutet, dass die Elektronen gemeinsam genutzt werden. Aber polar bedeutet, dass die Elektronen nicht gleichmäßig verteilt sind. In Wasser wirkt der Sauerstoff negativ und der Wasserstoff positiv. Da sich negativ und positiv anziehen, wird der Sauerstoff von den Wasserstoffatomen in benachbarten Wassermolekülen angezogen. Zwischen den Wassermolekülen bildet sich die sogenannte Wasserstoffbrückenbindung. Wasserstoffbrücken kommen nicht nur in Wasser vor. Sie können sich auch zwischen einem Wassermolekül und verschiedenen polaren und ionischen Stoffen bilden. Die Fähigkeit von Wasser an sich selbst zu haften, nennt man Kohäsion, während die an anderen Stoffen zu haften Adhäsion heißt. Erinnere dich nun an die ursprünglichen Fragen. Erstens, warum können manche Insekten auf dem Wasser laufen? Durch die Oberflächenspannung aufgrund der Wasserstoffbrückenbindungen entsteht auf dem Wasser ein dünner Film, der leichten Insekten genug Widerstand zum Laufen bietet. Du kannst allerdings nicht darauf laufen, weil die Wasserstoffbrücken dafür zu schwach sind. Warum schwimmt Eis auf flüssigem Wasser? Die meisten anderen Stoffe sind im festen Zustand dichter als im flüssigen. Aber bei Wasser ist das nicht der Fall. Die Wasserstoffbindungen halten die Moleküle in gefrorenem Wasser weiter voneinander entfernt als in flüssigem. Je weiter die Moleküle voneinander entfernt sind, desto geringer ist die Dichte. Eis hat also eine um etwa 9% geringere Dichte als Wasser, was bedeutet, dass es oben schwimmt. Aus diesem Grund frieren Seen von oben nach unten zu und Wasserlebewesen können kalte Winter überstehen. Die Polarität der Wassermoleküle und die daraus resultierenden Wasserstoffbrückenbindungen sind der Grund für die einzigartigen Eigenschaften von Wasser. Und Wasser ist so besonders, von den Zellen bis hin zu den Weltmeeren, gerade weil es ein polares Molekül ist. Wenn du es liebst, immer Neues zu lernen, dann abonniere unseren Kanal. Wir veröffentlichen jede Woche neue Videos zu allen möglichen Themen, von der Geschichte der Welt aus der Sicht von Katzen bis hin zu Tipps, wie man ein besserer Zuhörer wird. Bleib neugierig, bleib informiert.